Voller Geschmack, wenig Kalorien. Aber sind die künstlichen Süßungsmittel in Leitgetränken wirklich eine gute Alternative zu Zucker? Gerüchte über Gedächtnisverlust, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Krebs hängen den Light- oder Zero-Getränken an. Ich habe gesehen, dass das fürs Herz schädlich ist, solche Zuckerersatzstoffe. Deswegen bin ich mir dann auch ein bisschen unsicher gewesen, aber ich trinke das auch nicht so oft. Soweit ich weiß, bestehen keine, beziehungsweise keine gesicherten Studien, dass da irgendein Problem ist, vor allem krebserregend oder sonst wie. Ich weiß, dass es eher die Nieren schädigen kann und sonstiges oder auch eher dazu führt, dass man Heißhunger kriegt. Ich weiß das alles, aber ich trinke das tatsächlich jetzt schon seit 20 Jahren. Sind Süßstoffe wirklich so gefährlich? Der Wiesbadener Ernährungsmediziner Dr. Lutz Lührs klärt auf. Wir wissen nicht, ob Süßstoffe wirklich gesundheitsschädigend sind. Das, was bisher an Studien gelaufen ist, konnte einen direkten Zusammenhang diesbezüglich nicht nachweisen in den handelsüblichen Verzehrmengen. Behauptungen wie der Süßstoff Aspartam löse Krebs aus, konnte in Studien bislang auch nicht belegt werden. Es gibt aber Studien, die einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Konsum von Leitgetränken in höheren Mengen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt haben. Außerdem zeigen Experimente, dass künstliche Süßstoffe die Darmflora schädigen können. Ein Süßstoff hat eigentlich die Eigenschaft, unverarbeitet durch unseren Körper durchzugehen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sich unsere Darmflora, also das Mikrobiom, das sind unsere Darmbakterien, durchaus damit auseinandersetzen und diese Süßstoffe verstoffwechseln können oder diese Süßstoffe Einfluss auf den Stoffwechsel der Darmbakterien haben. Das kann mit Sicherheit bei längerfristigem Verzehr und einer häufig gestörten Zuckerstoffwechsellage auch längerfristig zu den, Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck oder eben Zucker führen. Zusammengefasst heißt das, in Maßen scheinen Light- und Zero-Getränke unbedenklich zu sein. Ein zu viel der Süßstoffe kann auf Dauer aber den Geschmack verändern. Der Süßstoff hat ja noch mal eine stärkere Süßkraft als der Zucker. Das heißt, wenn ich über einen längeren Zeitraum Süßstoff zu mir nehme, kann es sein, dass diese Süßlust oder diese Gewöhnung an den Süßgeschmack und das Bedürfnis vom Kopf, ich brauche was Süßes, immer weiter steigt. Und das macht sich im schlimmsten Fall auf der Waage bemerkbar. Aber nicht nur das Verlangen nach Süßem kann verstärkt werden, sondern auch unser Umgang mit Essen. Generell sollte man darauf achten, dass man Leitgetränke nicht als Freibrief nimmt, um nicht mehr auf die Kalorien bei den Speisen zu achten. Also ich nehme eine Cola Light oder Cola Zero und sage, dafür nehme ich die Pizza mit doppelt Käse und nehme vielleicht noch ein Tiramisu hinterher und habe vorneweg noch eine Vorspeise mir gegönnt. Ist es in dem Fall nicht vielleicht sogar besser, ab und zu mal zu einer echten Cola zu greifen? Ein ganz klares Ja, sagt der Ernährungsmediziner. Ich denke einfach, dass man mit dem zuckerhaltigen Getränk auch achtsamer umgeht als mit den süßstoffgesüßten Alternativen. Man braucht sich dann auch über die ganzen Gerüchte, die den Süßstoffen anhaften, gar keine Gedanken mehr zu machen. Ob kalorienreduziert oder original, in kleinen Mengen sind Softdrinks kein Problem. Hauptsache, das Wasser kommt nicht zu kurz. Dann ist gegen ein gesüßtes Getränk ab und zu nichts einzuwenden. Dr. Peter von Philipsborn ist uns jetzt live zugeschaltet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind Arzt und Wissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und jetzt gerade auf einem Diabetes- und Adipositas-Kongress in Wiesbaden. Schön, dass das noch klappt, so kurz vor Ihrem Vortrag. Wir wollen es noch mal so ein bisschen vertiefen und genauer hinschauen. Warum können wir eigentlich durch Leitgetränke dick werden? Da ist ja eigentlich gar kein Zucker richtig drin, oder? Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich bei den klassischen zuckerhaltigen Softdrinks, da ist die Lage ja ganz eindeutig. Wenn man die regelmäßig in größeren Mengen zu sich nimmt, dann kann das zu einer Gewichtszunahme führen. Bei den Leitgetränken, da sind die Ergebnisse von den wissenschaftlichen Studien nicht ganz so eindeutig. Die enthalten in der Regel ja keinen Zucker und damit auch keine Kalorien. Aber es werden eine Reihe von verschiedenen indirekten Effekten diskutiert, wie doch auch Leitgetränke zu einer Gewichtszunahme beitragen können. Viele von den Leitgetränken sind sehr intensiv süß. Gerade bei Kindern kann das gegebenenfalls dazu beitragen, dass man sich an eine intensivere Süße gewöhnt, daran, dass unsere Ernährung insgesamt süßer ist, wir uns dann auch süßer ernähren, zum Beispiel auch mehr Süßwaren zu uns nehmen, was dann natürlich zu einer Gewichtszunahme beitragen kann.
Jetzt werden Leitgetränke ja auch immer wieder mal in Zusammenhang gebracht mit einem Diabetesrisiko. Was ist da dran? Das Diabetesrisiko steht in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Körpergewicht. Der wichtigste Risikofaktor für Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit, ist Übergewicht, vor allem starkes Übergewicht, die sogenannte Adipositas. Und in dem Maße, in dem Softdrinks und gegebenenfalls eben auch Leitgetränke zu einem Übergewicht einer Adipositas beitragen können, können sie auch das Risiko für einen Diabetes erhöhen. Coca-Cola hat ja jetzt gleich zwei von seinen Getränken auf dem Markt, einmal Light und einmal die Zero-Variante. Was ist da genau der Unterschied? Oder sind die beide gleich schlimm, in Anführungszeichen, oder nicht schlimm? Beide Getränke enthalten keinen Zucker, sondern künstliche Süßstoffe. Sie unterscheiden sich im Geschmacksprofil und auch im Image. Coca-Cola Light hat wohl ein eher weibliches Image, weshalb Coca-Cola, so heißt es, sich entschieden hat, noch ein weiteres Light-Produkt, nämlich Coke Zero, auf den Markt zu bringen, um das auch noch stärker an ein männliches Publikum zu vermarkten. Aber es ist nur ein Image-Ding oder sagen Sie sonst noch von den Zutaten her oder irgendwas, auf was man achten sollte, was anders ist? Aus gesundheitlicher Sicht oder wissenschaftlicher Sicht kann man nicht seriös sagen, dass das eine Getränk gesünder oder weniger gesund wäre als das andere. Beides sind sicherlich Getränke, die ich nicht zum regelmäßigen Konsum empfehlen würde, wie alle anderen Leitgetränke oder Softdrinks auch. Sind wir schon beim Thema. Wie oft würden Sie denn sagen, ist es okay, dass man das trinkt? Oder wie oft trinken Sie es? Vielleicht zunächst zur ersten Frage. Das ist ganz schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen. Man weiß von den klassischen zuckerhaltigen Softdrinks, dass bei Kindern und Jugendlichen schon ein Glas pro Tag zu einem relevanten, problematischen Gewichtsgewinn führen kann. Und deswegen sollte auch ein Glas pro Tag schon vermieden werden. Auch das ist schon zu viel. Ich denke, man kann Leitgetränke genauso wie Softdrinks so sehen wie einen großen Eisbecher. Hin und wieder ist das völlig in Ordnung, aber nicht jeden Tag und sicherlich nicht zu jeder Mahlzeit. Und wie oft ich selber solche Getränke konsumiere, hin und wieder tatsächlich vielleicht alle 1-2 Wochen. Was sind denn ansonsten Alternativen aus Ihrer Sicht? Da sind sich die Fachleute einig, das beste Getränk zum Durstlöschen ist Wasser. In Deutschland hat Leitungswasser eine ganz ausgezeichnete Qualität. Auch Mineralwasser ist ein gutes Getränk. Zuckerfreier Tee, ungesüßter Kaffee. Auch Scholengetränke mit 3 Teilen Wasser, einem Teil Saft. All das sind gute Getränke zum Durstlöschen, die man aus gesundheitlicher Sicht eindeutig empfehlen kann. Danke, Herr von Philipsborn, dass Sie die Zeit heute Abend hatten, noch so kurz vor Ihrem Vortrag. Viel Erfolg gleich damit. Vielen Dank.